Daniel Mbeki, ein engagierter Ranger, hat mehr als ein Jahrzehnt im riesigen Masai Mara Reservat in Kenia verbracht. Sein enger Kollege Ruben begleitet ihn stets auf gefährlichen Patrouillen durch die Graslandschaften. Heute ist Ruben krank und hat keinen Dienst, sodass Daniel die lange und verantwortungsvolle Patrouille alleine übernehmen muss. Die Morgendämmerung färbt die Graslandschaften golden, Antilopenherden grasen gemächlich im sanften Sonnenlicht und schaffen eine wunderschöne, friedliche Szene. Daniel fuhr einen alten Jeep und hatte ein Walkie-Talkie, ein Fernglas, ein Notizbuch und eine kleine Pistole zur Selbstverteidigung dabei, wie es die Sicherheitsvorschriften vorschrieben. Unterwegs erkannte er vertraute Fußabdrücke von Antilopen und Elefanten, darunter waren jedoch auch seltsame Radabdrücke. Seine langjährige Erfahrung sagte ihm sofort, dass in der Nähe des Grenzwaldes etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Ohne zu zögern beschloss er, den Reifenspuren zu folgen und in Richtung des verlassenen Landes am Rande des Reservats zu fahren. Die Reifenspuren führten ihn zu einer Lichtung, wo ein alter Lastwagen ruhig im Schatten eines alten Akazienbaums geparkt war. Daniel hielt den Atem an, als er näher kam, und spitzte die Ohren, als er leise Geräusche aus dem Inneren des Lastwagens hörte. Vorsichtig öffnete er die Hintertür und war sofort verblüfft, als er einen großen Sack darin entdeckte. In dem Sack befanden sich brutal abgetrennte Nashornhörner, die mit getrocknetem Blut befleckt waren, was ihm das Herz brach. Ihm war sofort klar, dass dies die Spuren der skrupellosen Wilderer waren, denen die Ranger seit Monaten auf der Spur waren. Plötzlich kam ein anderer Pickup und blockierte die Vorderseite seines Jeeps, wodurch der Fluchtweg versperrt wurde. Zwei große Männer stiegen aus, sie hielten Jagdgewehre in den Händen, ihre Augen waren kalt und voller Bedrohung und Bosheit. Daniel zog schnell sein Walkie-Talkie heraus, um die Station anzurufen, wurde jedoch entdeckt und angeschrien, sodass er es loslassen musste. Er schrie laut und forderte sie nachdrücklich auf, ihre Waffen niederzulegen, ihre Verbrechen zu beenden und sich dem Gesetz zu unterwerfen, um die Tierwelt zu schützen. Doch zwei aggressive Wilderer stürmten herein, schnappten sich das Walkie-Talkie, fesselten Daniel und banden ihn an einen großen Baum in der Nähe. Daniel wehrte sich, aber das Seil war so fest gewickelt, dass es sein Handgelenk verbrannte und das Blut in roten Streifen auf seine Haut sickerte. Die beiden Wilderer stiegen schnell in ihr Auto und fuhren davon. Sie ließen ihn allein mitten auf einer riesigen Grasfläche zurück, wo ein heftiger Wind wehte. Die Mittagssonne wurde greller, die Hitze des trockenen, rissigen Bodens brannte und machte ihn schwindlig. Der Durst brannte in seiner Kehle, aber die Wasserflasche befand sich auf einem Jeep, der ein paar Dutzend Meter entfernt geparkt war. Schweiß lief ihm über die Stirn und sickerte in die Wunde an seinem Handgelenk, was ihm Schmerzen bereitete, aber er konnte nichts tun. In der Ferne tauchten kurz ein paar Antilopenherden auf, die dann aber schnell hinter den vereinzelten dornigen Akazienbüschen verschwanden. Daniel versuchte, ruhig zu bleiben, in der Hoffnung, dass seine Kollegen auf der Wache misstrauisch werden würden, wenn sie ihn nicht erreichen könnten, und sich auf die Suche nach ihm machen würden. Die Zeit verging langsam, die Sonne ging allmählich im Westen unter, aber noch immer kam niemand, um zu helfen. Erschöpft lehnte Daniel seinen Kopf an den Baum, die Augen halb geschlossen, doch sein Geist versuchte, wach zu bleiben, um seiner Umgebung zu lauschen. Der Abendwind pfiff durch das trockene Gras, als wolle er ihn warnen, dass es hier bei Einbruch der Nacht nicht mehr sicher sei. Das Rot des Sonnenuntergangs verblasste allmählich, die letzten Lichtstrahlen verschwanden hinter den fernen Bäumen und machten der kalten Nacht Platz. Daniel begann zu zittern, als der kalte Nachtwind von der Prärie herüberwehte und ihn erschauern ließ. Plötzlich ertönte aus der Ferne ein tiefes Knurren, das ihn dazu brachte, die Augen weit aufzureißen und sein Herz vor Angst zu hämmern. Im schwindenden Licht der Abenddämmerung sah er einen riesigen männlichen Löwen, der sich langsam näherte. Dahinter standen 3 Löwinnen und 3 Löwenjunge, ihre Schritte waren leicht, aber kraftvoll. Die Entfernung zwischen ihm und dem Löwenrudel betrug nur etwa 15 Meter, und sein Herz schlug so heftig, dass er kaum atmen konnte. Daniel geriet in Panik und schrie laut, während er versuchte, sie mit den Füßen auf den Boden zu stampfen, um sie zu verjagen, aber sie zogen sich immer noch nicht zurück. Das Löwenrudel blieb etwa 10 Meter von ihm entfernt stehen und beobachtete ihn ruhig.
Ihre Augen funkelten im aufgehenden Mondlicht. Der männliche Löwe brüllte leise und näherte sich ihm dann langsam mit stetigen und majestätischen Schritten. Er schloss fest die Augen, atmete schwer und betete, dass ein Wunder geschehen möge, damit er den wilden Reißzähnen vor ihm entkommen könnte. Der heiße Atem des Löwen in seinem Gesicht ließ Daniel in kalten Schweiß ausbrechen. Doch statt anzugreifen, senkte es den Kopf und schnüffelte an ihm herum, als suchte es nach etwas Vertrautem. Es biss vorsichtig mit seinen Zähnen in das Seil, das fest um sein Handgelenk gewickelt war, ohne ihn zu verletzen. Daniel öffnete überrascht die Augen. Das schwache Mondlicht, das auf den Rücken des Löwen schien, ließ ihn eine große Narbe erkennen. Erinnerungen kamen zurück. Vor 3 Jahren hatte er während eines wütenden Buschfeuers ein schwer verbranntes Löwenjunges gerettet. Er kümmerte sich 6 Monate lang um das Tier, fütterte es bei jeder Mahlzeit, verband seine Wunden und brachte ihm das Jagen bei, bevor er es wieder in den Wald entließ. Der Brand in diesem Jahr hinterließ eine lange Narbe auf dem Rücken dieses riesigen Löwenmännchens. Daniel erkannte, dass dies der alte Freund war, für dessen Rettung er vor Jahren sein Leben riskiert hatte, als er ihn bei einem Waldbrand gerettet hatte. Er rief seinen Namen mit zitternder Stimme, heiser, aber warm, voller Hoffnung, erkannt zu werden. Der Löwe brüllte als Antwort leise, sein Blick wurde sanfter, dann biss und zerrte er weiter an dem Seil, das ihn fesselte. Geduldig biss es Stück für Stück ab, obwohl das Seil hart und rau war und es eine ganze Weile dauerte, bis es sich anstrengte. Schließlich riss das Seil und Daniels Hände wurden nach stundenlanger Gefangenschaft befreit. Der männliche Löwe trat ein paar Schritte zurück, sein Blick war ruhig, als würde er darauf warten, dass er aufsteht und frei ist. Daniel kniete nieder, hob zitternd die Hand, um sanft über seinen Kopf zu streicheln, und flüsterte ein aufrichtiges Dankeschön. Der Löwe rieb seinen Kopf an seiner Schulter, eine vertraute Geste wie damals, als er ein Baby war und sich so liebevoll um ihn gekümmert hatte. 3 Löwinnen und 3 Löwenjunge standen still dahinter und beobachteten mit ihren sanften Augen die rührende Szene. Daniel stand auf und atmete erleichtert auf, ließ den Blick jedoch immer noch nicht von den Löwen vor ihm abwenden. Er lächelte leicht, als ihm klar wurde, dass die Liebe zwischen Mensch und Tier hier noch immer existierte. Der männliche Löwe brüllte als Antwort leise, drehte sich dann um und führte das Rudel in die Nacht hinaus. Daniel beobachtete, wie ihre Schritte hinter den niedrigen Akazienbüschen auf der weiten Graslandschaft verschwanden. Er rannte zu seinem Jeep und fühlte sich nach dem Moment der Gefahr erleichtert und erholt. Er nahm einen großen Schluck Wasser, spürte, wie seine Kehle kühl wurde und seine Kraft nach dem brennenden Durst allmählich zurückkehrte. Daniel meldete sich sofort über das Walkie-Talkie bei der Rangerstation. Seine Stimme war heiser, aber er konnte die Situation immer noch deutlich schildern. Am Bahnhof brachen alle in Freude aus, als sie seine Stimme hörten, nachdem sie fast einen Tag lang den Kontakt verloren und ängstlich nach ihm gesucht hatten. Informationen über die Wilderei wurden umgehend der örtlichen Polizei gemeldet, um die Suche zu koordinieren. Am nächsten Morgen wurde ein spezielles Patrouillenteam in das Grenzgebiet geschickt, um die Verbrecher aufzuspüren. Auf dem trockenen Boden waren noch deutlich Reifenspuren zu sehen, die direkt zum Versteck der Wilderer führten. Nach nur 2-tägigen Ermittlungen wurden beide Wilderer mit Beweisen festgenommen und vor Gericht gestellt. Daniel kehrte freudig zur Rangerstation zurück und wurde von seinen engen Teamkollegen herzlich willkommen geheißen. Er erzählte die wundersame Geschichte des vernarbten Löwen, der ihm im Moment von Leben und Tod das Leben rettete. Alle hörten aufmerksam zu und ihre Augen funkelten vor Bewunderung für die seltene Zuneigung zwischen Mensch und Tier. Die Geschichte vom Löwen, der den Ranger rettet, verbreitete sich schnell im gesamten Reservat und wurde für viele Menschen zu einer Inspiration. Einige Wochen später kehrte Daniel an diesem Tag im Rahmen einer Routinepatrouille mit seinen Kollegen in das Graslandgebiet zurück. Von weitem sah er den männlichen Löwen mit der vertrauten Narbe mit seinem Rudel im Schatten eines alten Akazienbaums ruhen. Der Löwe hob leicht den Kopf, um ihn anzusehen, und brüllte leise, als wolle er ihn von einem alten Freund grüßen. Daniel lächelte und winkte zurück, sein Herz war voller Dankbarkeit und tiefer Rührung.
Er versprach stillschweigend, die Natur und die Lebewesen, die er gerettet hatte und die ihn nun retteten, weiterhin zu schützen.